Fans auf der ganzen Welt rasten aus bei Hyper Hyper. Und das nicht erst seit gestern, klar, sondern seit 30 Jahren. Wie hält man sich so lange fit für diesen Wahnsinn? Fragen wir den Techno-Papst schlechthin. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist, um nicht zu sagen krass. Herzlich willkommen, H.P. Baxter. Zu dem Spiel zurück, weil das sind ja jetzt Paare, die haben schon viel Erfahrung. Bei dir steht es ja noch bevor, den 40. oder ihr habt den 6. Hochzeitstag zu feiern. Bei der Frage Kaffee ans Bett? Also Tee immer. Aber gegenseitig? Ja, also ich stehe gar nicht auf ohne Tee, so ungefähr. Also ich brauche das wirklich. Und ich mache also immer abwechselnd. Manchmal mache ich auch Tee und dann umgekehrt. Also. Da ist schon mal Harmonie. Fahrstil? Kommentiert ihr gegenseitig? Also ich werde häufig kritisiert. Oh. Warum bist du einer, der schnell... Du hast ja Oldtimer. Ich bin zu schnell, aber das ist so in mir drin. Ich bin immer ein bisschen hektisch so. Okay, aber zum Glück hast du ja alte Autos. Insofern kann das gar nicht so schnell gehen. Aber versieh dich nicht, die sind auch schnell. Okay. Sag mal, ihr feiert jetzt 30. Geburtstag von Scooter. Du hast gerade einen anderen runden Geburtstag gefeiert. Willst du es selber sagen? Ja, ja, also eine surreale Zahl, aber... Ich finde, das ist echt nicht zu glauben. Und dafür schon mal... Aber man sagt ja, die einzige Möglichkeit, lange zu leben, ist älter zu werden. Und das finde ich auch alles toll. Trotzdem hatte ich eine Woche echt schlechte Laune vor dem Geburtstag. Als es dann vorbei war, war alles gut. Das ist alles wie immer. Ich kann das total verstehen. Bei mir sind es auch nur noch wenige Jahre vor der 6 und es macht was mit einem, ne? Was sollen wir denn sagen? Guck mal, wir sind alle drei schon über. Ja, Entschuldigung, wir sprechen jetzt mal nur unter uns. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Nein, aber das war ja auch schon mit der 5 so. Wenn sie kommt, bevor sie kommt, denkst du, das sind wahnsinnig alte Leute. Genau. Und wenn sie bei dir ist, denkst du, ich fühle mich jung wie immer. Aber wir sprechen über dich, HP. Sag mal, nur noch mal zur Fitness. Also wenn man deine Bühnenprogramme anschaut, das ist der reine Wahnsinn. Was machst du? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Ich mache immer so mein Laufprogramm 1-2 Mal die Woche. Dann habe ich noch eine Fitnesstrainerin, machst du, dass man beweglich bleibt. Also das ist auch fürs Autofahren gut, dass man sich noch umdrehen kann. Also nicht nur für die Bühne. Und allgemein, also ich fühle mich dann fitter und mache aber jetzt auch nichts wie ganz Spezielles oder irgendwelche aber du bist schon, Ernährungsprogramme habe ich auch nicht. Also ich mache das einfach so, habe das immer gemacht und habe Spaß dran und noch funktioniert alles. Also. Früher hast du auch gern mal eine Menge Fastfood gegessen. Inzwischen geht es auch manchmal vegan. Wie kam das? Das stimmt. Also ich habe mich wirklich sehr ungesund teilweise ernährt. Also ich mag das auch so gerne. Ich weiß auch nicht. Und habe aber irgendwann festgestellt, das geht so nicht weiter. Ich will jetzt mal halbwegs vernünftig sein. Habe dann von Montag bis Donnerstag so vegetarisch, kein Fleisch und wenn höchstens mal ein bisschen Fisch. Und am Wochenende dann so, wenn man schön essen geht und so, dann denke ich, ach komm, dann lass mal gut sein. Ich glaube, man muss immer so eine Balance finden. Ich glaub, aber du wenn man ziehst so das extrem durch, wirklich wird, 4-5 Tage kein Fleisch. Wie? Du ziehst das durch, 4-5 Tage kein Fleisch. Genau, ja, das mache ich wirklich. Habe ich jetzt so seit einem Jahr, ist auch gut. Weil ich bin so der Meinung, man muss immer so eine Balance finden in allen Dingen. Also wenn man was zu extrem macht, also wenn man jetzt jede Nacht durchfeiert und nur noch Party, darf man sich nicht wundern, wenn man relativ bald umkippt. Und wenn man jetzt also sich keinen Spaß mehr gönnt, dann wird man vielleicht auch mal komisch irgendwann im Kopf. Auch noch eine ganze Menge. Und eigentlich ist ja jedes Konzert schon eine große Party. Wie feiert ihr euren 30. Geburtstag, den 30. Scooter-Geburtstag? Ja gut, ist ja diese Jubiläen, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Jubiläen. Wir hatten ja nur das 25. ist ja noch gar nicht lange her. Da hatten wir eine Best-of und so. Du kannst ja die Leute nicht schon wieder nerven nach 5 Jahren. Also wir machen das so beiläufig. Die Tour heißt 30 Rough and Dirty. Das heißt, dann ist so dieses 30 mit integriert. Und wir machen natürlich auch von der Setlist ein tolles Programm, finde ich, so durch 3 Jahrzehnte. Ist ja auch schon besonders. Und bei den ganzen
Tracks, die wir gemacht haben, manchmal weiß ich selber gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben, aber da muss man so eine tolle Auswahl finden, dass das irgendwie abwechslungsreich ist, neue Sachen, Klassiker und das macht richtig Spaß. Und 94 hat der ganze Wahnsinn angefangen. Hyper ist ja praktisch immer noch jedes Mal dabei. Als es angefangen hat, war ja gar nicht abzusehen, dass das Ganze mal so abgeht. Was war da passiert damals? Ja, also das ist ja, wir sind da eigentlich zufällig reingestrumpelt. Ich wollte ja mit der ersten Band, die wir hatten, Celebrate the Nun, habe ich immer davon geträumt, berühmt zu werden. Da war deine Schwester noch dabei, ne? Meine Schwester war auch dabei. Hat 8 Jahre gedauert, hat nie funktioniert. Und als ich dann mich entschieden habe, eigentlich gar nicht mehr so jetzt dieses Bühnending und dieses Popstar, die Idee war eigentlich dann so, ich dachte, das klappt nicht, habe ich bei einer Schallplattenfirma angefangen und da haben wir als Remix-Team so hinter den Kulissen für andere so Remixe produziert und dadurch ist irgendwie Scooter entstanden, also wirklich zufällig mehr oder weniger, das war jetzt gar nicht so geplant und Hyper war der Durchbruch, ist aber also besonders in Deutschland so der Hit, auf den man so irgendwie, auf was so alle sagen, ja Hyper, aber im Ausland gibt es dann wieder andere Nummern, das ist immer... Ihr seid ja wahnsinnig, also ihr seid europaweit unterwegs, auch weltweit, in Osteuropa besonders. Woher kommt das? Ja, also ich glaube, es gab ja damals Viva, ne, den Musiksender. Dadurch sind wir und viele andere Acts zu der Zeit auch groß geworden. Das war irgendwie so eine spezielle Zeit, plötzlich Eurodance, Techno und deutscher Hip-Hop und alles. Und die haben also gesendet, also auch bis, was weiß ich, Tschechien, Polen bis Russland, also das wurde da schon relativ weit verbreitet, auch in den baltischen Staaten und ziemlich schnell, weil wir ja dauernd bei Viva waren, also fast Dauerschleife und dadurch sind wir, glaube ich, da recht schnell bekannt geworden und haben da auch gespielt, so von der ersten Stunde an, immer live, die Konzerte. Also eine unglaubliche Zeit, die sich verrückterweise wirklich, dass du bis jetzt dem Techno treu geblieben bist. Ich erinnere mich auch noch an die 90er. Das war, man kam in die Clubs und man dachte, dass man ist im Maschinenraum eines Industrieunternehmens und die haben vergessen, irgendwie die Maschinen abzustellen. Irre laut. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert, wie viele Menschen ihr mitreißt. Und deine Mutter, ist die immer noch dein größter Fan? Ja, also ich hoffe es. Also auf jeden Fall ist sie oft dabei. Also immer, wenn wir im Norden spielen, ist sie immer noch zu Gast. Und aber sie war nicht immer, es gab auch mal Momente in Leer, du kommst ja aus Ostfriesland, aus Leer, wo sie nicht so ganz begeistert war. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, du durftest manchmal nicht am Essenstisch dabei sein. Aber das Ach ja, gut, das war ja noch in meiner Jugend, weil da hatte ich so bizarre Outfits an und auch den Hang dazu, mich so New Wave-mäßig zu schminken. Und das war teilweise recht extrem. Da hatte ich auch gern, mein Lieblingsschmuck war so ein Strass-Collier. Und wenn ich das dann um hatte, dann wurde ich dann mal des Mittagstisch verwiesen und sollte doch gefälligst in meinem Zimmer essen. Aber ich meine... Jetzt erscheint euer neues Album, erscheint genau heute. Ja, tatsächlich. Und es heißt Open Your Mind and Trousers. Open Your Mind and Your Trousers. Ja, ich habe da so ein bisschen geschluckt, weil gab es Reaktionen auf diesen Titel in diesen Zeiten? Also ich habe mir da wie immer gar nichts bei gedacht, weil ich fand das ein schönes Wortspiel. Also ein schönes Wortspiel. Und dachte, ja gut, aber wenn die Leute dich fragen, was soll das dann heißen? Ich kann ja nicht sagen, öffne deinen Geist und mach die Hose auf. Das ist eigentlich so zu sehen, finde ich. Heute ist alles ein bisschen verkrampft, die Leute sind oft genervt. Und dann denke ich so, open your mind, macht euch ein bisschen frei, also eher so macht mehr Liebe. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also so eigentlich neu interpretiert. Make love, not war. Wir schauen mal rein in euer Musikvideo. Und als erstes veröffentlicht wird Posse Reloaded. Ja, und das sieht so aus. Genau.
bekannter Rapper offenbar noch dabei. Ja, Finch heißt er, ne? Oder? Genau, Finch. Finch, bekannter Rapper. Der hieß früher mal, haben wir heute Haben wir heute erfahren, der Finch zweite. Asozial. Ja, der hieß Finch Asozial. Und dann hatte der damals, also schon, was heißt damals, vor 2, 3 Jahren angefragt, ob wir mal was zusammen machen. Da sage ich zu meinem Manager, also wer Finch Asozial heißt, ist doch nicht dein Ernst. Und dann ist das aber ein total netter Kerl, muss ich sagen. Und ich wusste auch gar nicht, dass der so erfolgreich war. Zu der Zeit kannte ich ihn gar nicht. Und der ist auch mega erfolgreich, ein angesagter, witziger Typ. Und wir haben jetzt schon die 3. Single zusammen produziert. Und dieses halt eine Nummer von früher. Posse war immer so eine Hymne von den Fans. Und da dachte ich jetzt, nach 30 Jahren kann man mal einen Song mal so ganz neu rausbringen. Das haben wir noch nie gemacht. Und das war jetzt eine tolle Kooperation mit Finch. Ja, auch wieder sehr tanzbar. Ich übernehme, weil Julia und ich teilen uns dich nämlich. Das haben wir vorher so festgelegt. Wir wollten uns nicht um dich streiten, also haben wir gesagt, wir teilen uns den HP. Es gibt ja noch ein Jubiläum zu feiern, und zwar 40 Jahre blonde Haare, ne? 40 Jahre Haare färben bei dir. Das stimmt, das hatte ich in dieser ganzen Aufregung ganz vergessen. Aber das war 83. ja, und wie machst du das eigentlich? Wie kriegst du immer genau diesen Ton hin? Also ich mache das eigentlich seit 40 Jahren gleich. Ich gehe in die Drogerie, kaufe mir diese Packung, mische die zusammen, schmier mir das so ein, lasse das 40 Minuten einwirken, dann dusche ich, dann ist diese Paste weg und dann ist es blond. Es gibt eigentlich... Also das können sogar Blondinen und Blonde. So einfach ist das. Aber es gibt eigentlich nur einen, hier Billy Idol. Das ist der Einzige, der das auch genauso lange schon macht. Das stimmt. Ja, also der ist auch immer noch. Weil sonst dachte ich schon, ob ich der Einzige bin, aber der ist auch. Also das hätte man so als Langzeitstudie durchaus machen können, von der Industrie gesponsert. Aber hat irgendwie noch keiner angerufen. Aber du bist ja sowieso immer perfekt durchgestylt. Also wir haben ja schon über Styling gesprochen. Aber ist denn das, was du immer trägst, auch alles angefertigt für dich oder kaufst du von der Stange? Nee, also das sind oft so Zufälle, wenn ich irgendwo bin und sehe was. Ne? Also das ist so zum Beispiel den Ring. Wo habe ich den noch her? Wolfgang Elfcraft aus Hamburg. Das ist so ein Juwelier, der macht so Silberschmuck. Das ist von Pirate Style, auch ein Hamburger Juwelier. Ja, bekannt in Hamburg, genau. Genau, und so immer auch, wenn ich mal unterwegs bin oder so und ich finde irgendwas. Und dann gehst du auch mal, wenn du auf Tour bist, gehst mal in den Laden und sagst, haben die eine Jeans in Größe, ich weiß nicht, was du trägst, aber sehr klein jedenfalls. Null. Nein, das funktioniert nicht. Also bei Jeans, ich trage ja wirklich gern enge Jeans, ich habe auch ziemlich dünne Beine und so und da kenne ich nur eine Marke, Jacob Cohen. Vielleicht sponsert der mich ja jetzt. Und die passen immer wie angegossen. Also ich kann keine andere Jeans tragen. Ja. Da kaufe ich dann immer gleich alle, die mein Lieferant kriegt, immer so 4, 5 auf Mal. Dann habe ich erstmal wieder genug und ja. Ja, du hast ja mal irgendwo gesagt, nicht uns, aber du hast mal gesagt, das einzige Styling, was du dir noch vorstellen könntest, also alternativ zu der Frisur, die du trägst, wäre 70er Jahre. Warum 70er Jahre? Was, ist das so eine Erinnerung an die Jugend oder was findest du? Ja, ich fand die Zeit so spannend irgendwie, also von der Mode, von der Musik. Vielleicht ist das auch, man sieht das vielleicht immer rückblickend ein bisschen rosa-rot, aber so dieser ganze Style der Klamotten, also diese, ja, etwas so exaltiert, so ein bisschen die Männer mit diesen riesen Revers und mit diesen riesen Fliegen und dann die Frauen auch immer irgendwie sexy, aber nie vulgär, also es sah immer schick aus. Die Designer, was ich, Yves Saint Laurent und so, was der gemacht hat in den Jahren, ist echt fantastisch, finde ich. Und ich mag das auch, wenn das manchmal so neu interpretiert wird in der Mode. Da sind wir ja dann bei dir. Vielleicht kannst du mir da noch mal so ein tolles Anytime. Machen. Ihr seid doch schon verabredet in Zürich. Also ich fand einfach die Mode und das Zeitgefühl auch. Also dieses Zeitgefühl toll. Das war so frei. Ich bin ja auch ein bisschen mehr so, ich mag so dieses freie Denken und Freiheit ist für unser eins schwierige Zeiten manchmal im Moment so ein bisschen. Und ich mochte die Epoche. Ja, aber es war ja in den 70ern, ich meine, ich war ja in den 70ern auch Teenie, das war ja schon so ein Set, da haben sich ja auch Frauen und Männer, man hat sich stark geschminkt, aber auch Frauen und Männer haben sich auch geschminkt. Das fand man gar nicht außergewöhnlich, das war doch bei dir genauso. Warst du auch geschminkt zur Schule gegangen? Ja, aber das war in den 80ern, da fand ich das schon wieder komisch dann. Aber, aber ich weiß, also in den 70ern war ja auch Glamrock, T-Rex, Sweet, dann David Bowie kam und die waren ja alle schon ziemlich crazy so.
Stimmt. Wir haben nämlich mal uns vorgestellt, wie du wohl aussehen würdest mit einer 70er-Jahre-Frisur. Mit deiner Haarfarbe. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Okay. Guck mal. Ich finde das gut. Gar nicht schlecht. So eine Mischung aus Thomas Gottschalk und ja. Nee, Thomas Kuhn. Ja, oder Dieter Thomas Kuhn. Dieter Thomas. Ja, stimmt. Ja, Thomas Kuhn. Das war gerade so. Ja. Aber es wäre eine Anregung. Ja, aber ich glaube, ich mag immer gern so glatte Haare. Ich hätte wahrscheinlich so ein Prinz Eisenherz. Also was hatte ich auch mal mit 16. Sag mal, ich kann mich genau erinnern, dass du mir es muss mindestens 15 Jahre her sein, du mir mal einen Schminktipp gegeben hast. Da hast du nämlich gesagt, du benutzt immer so ein Bronzepuder. Und das habe ich, seitdem nehme ich das auch immer, dieses Bronzepuder. Das heißt, du bist schon jemand, der sehr auch guckt, was gibt's für neue Artikel, was gibt's für Produkte, womit du gut rüberkommst. Ja, einerseits halte ich gern so an Dingen fest, wenn ich da mal was gefunden habe, aber manchmal gibt's die Sachen plötzlich nicht mehr. Ich hatte immer so ein Mascara, ich habe den Namen schon vergessen und dann musste ich erst mal suchen, wieder was zu finden, was eben nicht zu feminin ist, sondern was nur ein bisschen die Wimpern, unterstützt, dass die nicht ganz so grau oder wie auch immer aussehen, sondern ein bisschen, dass man ein paar Wimpern mehr hat. Und auch mit dem Puder ist es nicht so einfach, ne? Dass man nicht so völlig mattiert aussieht. Genau. Ne? Das ist immer so ein schmaler Grat. Ja, genau. Wir sprechen das hinterher noch mal. Von ihm kann man da was lernen. Und auch wenn man schwitzt, ich meine, du auf der Bühne und so, du schwitzt, musst ja schwitzen, dass das trotzdem einigermaßen hält und immer noch Ja, aussieht. das stimmt. Also von MAC gibt es da ganz gute Sachen. Also ich glaube, wir haben eine ganze Palette, ganzen bunten Strauß an Marken jetzt schon genannt. Insofern im Vorteil. Für deine Hochzeit, wir haben es schon angesprochen. Weißt du schon genau, bist du schon so vorbereitet, dass du genau weißt, wie du da aussehen wirst? Ja, also ich habe mir überlegt, tagsüber in der Kirche würde ich gerne Cut anziehen, habe ich mir auch schon besorgt. Ah. Ja, weil man sieht ja ein Smoking erst dann nach 18 Uhr. Da sieht man deine Freundin. Am Abend, ja. Genau, Schön. abends Also ein Smoking. Ja. Ach so, nee, der Cut ist tatsächlich Ist grau. Ja. Ah, der ist grau, okay. Grau, Und abends schwarz. Abends schwarz, ja. Und ihr heiratet kirchlich? Ja. Dürft ihr das? Warum nicht? Wir durften das nicht. Ist ja weil nicht so viele katholisch. Frauen hat. Du bist nicht katholisch, seid ihr evangelisch oder wie geht das? Das will ich jetzt wissen. Wir heiraten tatsächlich katholisch, aber ich bin frei. Ach so, dann darfst du das, ja. Und hast du dir schon eine Einlaufmusik überlegt? Zu welcher von deinen Songs, ihr in die Kirche rein? Ja. Hyper. How much is the fish? Das möchte ich im Fernsehen sehen. Wo die beiden, er im Cut in die Kirche und dann How much is the fish? Das wird ein Highlight. Super. Großartig. Ach so, ja, vielen Dank. Habe ich noch nicht gesagt. Vielen Dank. Vielen Dank, HP Baxter, dass du bei uns bist.